Welcome to the E-Commerce Dudes Podcast. It's gonna be awesome! This is gonna be so awesome! Made for you from the fabulous Berlin City. Ich bin ein Berliner. Listen to the future of e-commerce. I love the sound of that. Artificial intelligence. This is the future? Latest tech trends. So dope. And deep business insights. It's everything I need. And now, welcome your hosts, Daniel Hernke and Tim Shestag. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 16. September 2025. Mein Name ist Daniel Hönke und natürlich auch heute wieder mit dabei der Mann, der im Land der Sieger wohnt. Ja, im Land des Weltmeisters und im Land des Europameisters. Es ist so schön, dich zu sehen, Chelsea. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's? Mir geht's soweit gut, muss ich sagen. Es ist wunderschön, sich zu sehen, gerade nach diesem wundervollen Wochenende. Wir sind tatsächlich Basketball-Welt- und Europameister. Das ist absoluter Wahnsinn, hat nichts mit E-Commerce zu tun, ist mir aber auch relativ egal. Ein wundervoller Sonntagabend, in dem wir das genießen konnten. Und es war ein wirklich wundervolles, starkes Finale von beiden Teams. Deutschland gegen die Türkei. Unfassbar, ein Hin und Her und man hat sich teilweise aufgeregt, es war nervenaufreibend, man hat sich gefreut. Wir haben zahlreiche Male hin und her geschrieben und das war doch ein Finale, was auch wirklich den Namen Finale verdient hat, muss ich sagen. Voll. Es waren in dem Turnier die beiden besten Teams und es war wirklich schön zu sehen, dass ein Deutschland erfolgreich abgeschlossen hat, dieses Turnier. Ich habe auch gedacht, wow, wenn jetzt die Türkei gewinnen sollte, dann wird es hier nicht leise werden. Dann werden wahrscheinlich die Autokorsos hier durch die Stadt ziehen. Und tatsächlich konnten wir das zum Glück verhindern, dass Deutschland hat gewonnen, weil ist natürlich immer, wenn du dann noch verlierst und dann wird dir das nochmal reingerieben, ist natürlich umso bitterer. Aber man hat dann auch gemerkt, wir haben zwar gewonnen, aber Deutschland ist noch nicht die Basketballnation scheinbar. Es war mucksmäuschenstill, hier war gar nichts los. Ja? Also man hat mich vielleicht draußen gehört irgendwo, aber sonst ist niemand auf die Straße gegangen. Und nichtsdestotrotz auch wirklich Glückwunsch an die Türkei zu einem wirklich guten zweiten Platz, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob sie am Anfang des Turniers damit gerechnet haben, aber die haben auch ein bockstarkes Turnier gespielt. Und damit möchte ich zumindest meine Sicht der Dinge zum Thema Basketball und das EM-Finale erstmal abschließen in diesem Podcast. Aber wie geht's dir damit? Du hast ja auch in Spanien also zwei Sachen. Zum einen, ich war so fertig nach dem Spiel, als hätte ich selber gespielt, nicht ansatzweise, Gott sei Dank. Aber ich war so fertig gewesen danach, also auch nervlich komplett am Ende. Und ich musste mich gestern auch erstmal oder habe mich proaktiv bei meinen Nachbarn entschuldigt. Weil ich glaube, die haben auch gedacht, was für ein verrückter Deutscher wohnt denn jetzt hier? Also was ist denn bei dem gerade los so, ne? Also von daher, das haben sie mir aber nicht übel genommen, glaube ich. Von daher, das ist ziemlich gut. Also ich sag's mal so, auf sportlicher Ebene, weil wir wollen natürlich trotzdem so eine gewisse Form von Relation hin in den E-Commerce haben und die haben wir nämlich tatsächlich, denn auf der einen Seite sind wir auf sportlicher Ebene sind wir absolute Weltklasse. In meinen Augen, und da halte ich nicht die Hand vom Mund, ich glaube, das ist gerade es ist das beste deutsche Team sportartenübergreifend, was wir jemals hatten. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also da sind wir wirklich absolute Weltklasse. Aber an einer anderen Front, die diesem Podcast auch etwas näher ist, leider das absolut genaue Gegenteil. Und vielleicht mal eine kleine Reflexion. 2023, als Deutschland Weltmeister im Basketball wurde, haben wir das auch hier im Podcast so ein bisschen besprochen. Da ist es dir aufgefallen und also mega übrigens, ne, dass vor 2 Jahren der Online-Shop des Deutschen Basketballbundes, also der offizielle Fanshop sozusagen, der war kaputt. Da ging nicht mehr viel. Er war technisch veraltet. Man konnte es ja sehen, es war noch ein Shopware 5 Shop. Da war nicht viel Liebe drin. Und die Trikots waren ausverkauft. Jetzt, 2 Jahre später, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage einfach mal, es sind nicht nur Parallelen zu erkennen, sondern es ist fast genau die gleiche Situation. Denn abgesehen davon, dass man jetzt auf einem Shopware 6 Store ist,
sind wir auch an dem Punkt, dass also da fehlt jegliche Form von Liebe oder Detailarbeit. Also, und das ist eigentlich schon schlimm, dass ich dieses Wort in dem Kontext überhaupt in den Mund nehme. Und die Trikots sind auch wieder ausverkauft. Also, das ist wirklich Wahnsinn, und es tut mir jetzt sehr leid, laut auszudrücken, aber wie scheiße man sein kann, wenn man auf der einen Seite wirklich so eine Weltklasse hat, aber dieser Shop ist an Peinlichkeit also schwerlich zu übertreffen. An so ganz vielen Punkten. Aber ich weiß nicht, siehst du das anders, Tim? Oder? Ich würde es vielleicht nicht ganz so drastisch formulieren wie du. Es geht immer schlimmer. Das habe ich in Das meiner ist natürlich auch richtig, ja. Vergangenheit gelernt, was diverse Shop-Projekte betrifft. Weißt du, dieses Ding ist halt so auf der einen Seite Weltklasse und dann dieses Ungetüm. Ich finde das wirklich, also rein optisch, ne? Und du kannst das so cool aufziehen, emotional aufziehen, die User Experience so viel und so signifikant verbessern in dem, was sie dort haben, ne? Diese Standardbeschreibung, die nach nix aussieht oder sehr komisch auch formatiert ist. Dann auch allein der Cookie Consent Banner oder auch die Kategorisierung. Du hast so viel cooles Bildmaterial eigentlich, was du nutzen kannst, so viele coole Möglichkeiten, das emotional zu gestalten. Dann hast du Produkte, die sind nicht mehr verfügbar. Natürlich kannst du dich auch nicht mal mehr per E-Mail-Adresse mehr anmelden, um benachrichtigt zu werden, aber hast dafür eine tolle Waschanleitung, wo das nicht mal HTML sauber formatiert ist. Also, ich weiß es nicht. Das ist alles nichts Ganzes. Auch die Suche ist, glaube ich, die Shopware-Standardsuche, die jetzt nicht unbedingt verkehrt ist und vielleicht sogar ausreicht und wahrscheinlich auch mit das, ja, am wenigsten Schlimme an dem ganzen Thema ist. Aber also es ist einfach, da fehlt mir diese User Experience und die Möglichkeiten bieten sich ja bei diesem emotionalen, in Anführungszeichen, Produkt, möchte ich hier sagen. Und je mehr ich mir den Shop angucke, desto mehr frage ich mich, was das eigentlich ist. So, da fehlt's wirklich an allen Ecken und Enden und ich weiß, man ist vielleicht ein bisschen sensibel in puncto Budget-Invest, ja, aber also das kann Also man auch, ich würde mich glaube aus dem ich. Fenster lehnen und sagen, auch ohne Budget kannst du das Ding geiler machen. Also musst du das Ding geiler machen. Also ich glaube, ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Nur damit die in dem Falle Zuschauer, es tut mir sehr leid für die Zuhörer, aber das können wir ja auf der Tonspur mal rüberbringen. Ne? Wir sind ja 2025 jetzt. Und da hat sich ja schon so ein bisschen, glaube ich, so langsam auch in konservativen deutschen Kreisen rumgesprochen, dass dieses neue Ding, dieses Mobiltelefon, irgendwie ist so ein Ding geworden. Ne? Und ich teile mal meinen Screen. Ich muss das hier mal kurz hinbekommen. Das ist die mobile Ansicht der Startseite. Einfach ein Banner, der generell schon Mist ist, weil er einfach sagt, ja, wir haben gerade so viel zu tun, dauert halt länger, ne? Anstelle von geil, wir sind Weltmeister und hier kommen auf die Liste, ne, wie du schon gerade angedeutet hattest, sondern einfach für mich als Mobilnutzer vollkommen, ja, kann ich einen Screenshot machen und in ChatGPT reinschmeißen und fragen, was die Glaskugel KI da sagt oder so, ne? Ähm, also das ist Nummer eines der Beispiele. Also das ist Shopware 6, was nichts Verkehrtes ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist hart, weil so ein System wie zum Beispiel Shopware einfach so viele Möglichkeiten bietet und hier einfach, also man kann es nicht anders sagen, hier wurde einfach ein Banner reingewichst ähm, und fertig. Also das, sorry to say, aber das ist, ich glaube, jetzt muss ich nach dem Satz, glaube ich, hier auf YouTube, wenn ich das Video hochlade, muss ich wahrscheinlich auf Musst du ein Explicit bisschen Content oder so vorsichtiger sein. muss ich wahrscheinlich anklicken. Naja, egal, mal gucken, wie lange das gut geht. Und ich höre mal wieder auf, meinen Screen zu teilen. Ne? Also ne, für die Zuhörer, schlimm. Guckt euch den DBB-Shop mal auf eurem Smartphone an. Das ist wirklich schlimm. Es ist Standard, es ist lieblos, es ist zerhackt. Und auch ehrlich, das ist einfach ein System ohne Plan. Das Ding könnte, vor allem jetzt, nachdem man Europameister geworden ist, ne, das könnte eine Cash-Cow sein. Das könnte, ich kann es ja verstehen, wenn das einfach schwer ist zu kalkulieren, das so Stocks, ne? Du weißt halt nicht, ob du das Spiel gewinnst. Ich glaube, die Nachfrage ist einfach eine komplett andere, wenn du das Finale verloren hättest. Das kann ich alles nachvollziehen, ne? Also, dass da was nicht verfügbar ist, kann ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber dass ich dann mich nicht mal, also dass ich das nicht sozusagen in cool verkaufe, ja, und irgendwie mich auf so eine Liste raufsetzen kann.
lustig ist auch, ich habe mich vor einer Weile mal für den Newsletter angemeldet, den ja das System, also auch dort, der wurde einfach drin gelassen. Es gab natürlich bis dato nicht einen einzigen Newsletter, also es gibt keinerlei, ich sag jetzt mal, das ist ein großes Wort dafür, aber es gibt keinerlei Content-Strategie für das Ding. Es ist nicht verbunden mit der Webseite, die relativ viel Content enthält. Es ist nicht miteinander verbunden, also es gibt keine Content-Strategie und keine Content-Commerce-Strategie. Und Tim, du kennst das nur zu gut. Die Standard-E-Mail-Vorlagen in Shopware 6, wenn ich mich für eine Newsletter anmelde und der Prozess, wenn ich die E-Mail-Adresse bestätigen muss. Also man hat hier nicht mal das DBB-Logo reingebekommen, sondern es ist einfach eine kleine Text-E-Mail mit einem Shopware-Standard-Snippet drin. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Wo man denkt, ey, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Auf der einen Seite sind wir Welt- und Europameister, ja, und auf der anderen Seite sowas. Das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist einfach eine Peinlichkeit. Ganz, 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 ganz schlimm. Und da könnten wir noch 100 andere Sachen wahrscheinlich jetzt aufführen. Aber das ist, hui, holy moly. Es tut einfach ein bisschen weh, sowas zu sehen. Vor allem, nachdem man anscheinend, also man hat einen Systemwechsel jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwann gemacht. Aber in der Art und Weise, wie das sozusagen, also es hat keinerlei Veränderung oder Fortschritt gegeben, wie man mit diesem System und mit seinem Kanal vor allem umgeht. Und ich finde, das kann, und es tut mir wirklich weh, das zu sagen, aber das kann ein Beispiel sein, wie man es einfach nicht macht. Das, also einfach nur zu sagen, ja, wir haben jetzt einen Online-Shop mit ein paar Produkten drin. Also mehr ist es nicht. Und das ist hart. Ja, also ich würde nicht so drastische Worte wählen wie du, aber es ist wirklich keine Glanzleistung, was dort präsentiert wird in puncto Design und Frontend-Design. Ich habe mir das ganze Thema aus SEO-Sicht jetzt nicht angeguckt, aber es fallen schon so viele Themen direkt auf. Allein, dass du jetzt eigentlich die Möglichkeit hattest, aufgrund des Besucheransturms so viele E-Mail-Kontakte zu sammeln, ja, und dort Voll. nicht in irgendeiner Art und Weise prominent auf den Newsletter verwiesen wird, ist das verschenktes Potenzial. Und ich glaube, der DBB, also ist jetzt wahrscheinlich nicht mit dem oder hat nicht das gleiche Etat wie der DFB. Und ich glaube, da bist Ganz du knapp weniger da wahrscheinlich, bist du ja. halt das sind halt Möglichkeiten, die du einfach, nicht nutzt, ne? Und, auch du siehst eigentlich und natürlich muss man hier mit Sicherheit auch prüfen, wie sind die Rechte und Co., ne? Aber du siehst, glaube ich, nicht in dem Shop nicht ein einziges Mal ein Bild von einem Spieler der Nationalmannschaft, was genutzt wird, ne? Das sind alles Die gerade so einen wundervolle Superheldenstatus haben, ne? Genau, das sind alles wundervolle Models und Co., keine Frage. Aber um etwas mehr Nähe zu schaffen, und die Vorbilder direkt präsentieren zu können, würde ich das doch mal irgendwo in dem Shop integrieren, ne? Und wenn du das einfach mal vergleichst, du brauchst nicht aus meiner Sicht, du brauchst nicht, den neuen heißen Scheiß. Du musst nicht, der Innovator sein der E-Commerce-Szene als DBB, gar Absolut nicht. keine Frage. Aber was ich halt einfach sehe, ist, wenn du das gegenüberstellst zu einem Shop aus den USA, ja, also sei es jetzt die Chicago Bulls Shop oder sei es der Dallas Mavericks Shop. Wenn du dir einfach diese Shops mal anguckst, das ist geil. Mit Sicherheit auch nicht alles optimiert, da gibt's auch zahlreiche Sachen, die man verbessern kann, keine Frage. Aber da ist halt irgendwo eine emotionale Verbundenheit, ne? Auch die Spieler sind dort cool präsentiert, coole Fotos. Ähm, auch der US-Nationalteam-Basketball-Shop, der ist auch nicht super, ja, aber auch der ist schon deutlich besser. Allerdings finde ich persönlich, kannst du dir wirklich ein Beispiel nehmen an, keine Ahnung, Chicago Bulls, Dallas Mavericks Onlineshop. Dort sieht's eigentlich, das wäre eigentlich schon 'ne signifikante Verbesserung im Vergleich zu dem, was man aktuell dort hat. Und da frage ich mich wirklich, also das wieso? Also das ich glaube nicht mal die sozialen Medien sind irgendwo erwähnt oder verlinkt, dass man darauf kommt, ja? Ich finde es ja noch krasser. Also wenn du überlegst, du hast hier eigentlich die Möglichkeit, jetzt auch unabhängig von einer Europa- oder Weltmeisterschaft, und hier nehme ich gerne mal das Buzzword, kann man schon fast sagen, in den Mund, was im E-Commerce ja deutlich an Relevanz gewonnen hat und noch viel weiter an Relevanz gewinnen wird in meiner Meinung, Community Building. Ja, du kannst dir einfach, eigentlich hättest du hier, also jeder Basketballspieler und Spielerin in Deutschland, ne? Also was fällt alles unter den DBB? Das ist ja unfassbar viel. Ich meine, letztes Jahr ist die deutsche Nationalmannschaft, die Herrennationalmannschaft bei der Olympiade nur Vierter, in Anführungsstrichen nur Vierter geworden.
Aber die 3x3-Damen, die sind einfach Olympiasiegerinnen geworden, so, ne? Die ist Teil davon. Nichts, also absolut nichts wird hier dazu getan, auch nicht in Kombination mit der Webseite, um hier irgendwie dich zum Beispiel, jetzt nehme ich mal dich als Beispiel, du bist ja sozusagen DBB-Member, weil du Vereinsmember in einem Mhm. Basketballverein bist in Deutschland. Ähm, damit wärst du ja prädestinierter Kandidat, ne, in dem Moment, wo Deutschland den Europameistertitel am Sonntagabend und du vollkommen gehypt bist, zack, da kommt die E-Mail rein mit dem Champions-Trikot. Ne, nur mal so, also das ist, Ja, also das ist offensichtlich eigentlich so, ne? Also ja, ich finde, das ist einfach ein Beispiel dafür, dass man vielleicht auch nee, ich mach's noch krasser. Das ist ein Mahnmal für wie man es nicht machen sollte. Ne? Weil gerade dieses Thema, du bist eigentlich der rote Teppich für das Thema Community und eine starke Kundschaft ist eigentlich da. Und es wird einfach in keinster Weise genutzt. Und das könnte durchaus besser laufen. ja. Ja, alleine einfach sich eintragen zu können, um informiert zu werden, sobald wieder etwas verfügbar ist und auf Lager ist. Und stattdessen finde ich das einfach, also ich verstehe es selber teilweise nicht, ne, was da teilweise steht, ne? Das ist, äh was ich auch interessant fand, ist der Punkt, wie funktioniert unser DBB-Shop? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie 'ne rechtliche Verknüpfung ist, die man dort darstellen wollte oder warum man das gemacht hat. Aber es ist natürlich schön und gut, dass man das auch in einfacher Sprache erläutert hat, ne, auch für jene, die nicht so gut Deutsch sprechen. Aber, ich weiß gar nicht, da steht dann: „Wie funktioniert unser DBB-Shop?" Erst mal 'n Rechtschreibfehler, was natürlich passieren kann, keine Frage. Und dann ist ja die Erläuterung: Der Internetshop besteht aus verschiedenen Bausteinen. Das schwere Wort für diese Bausteine ist Module. Die Bilder, manchmal gibt es Module mit einem Bild, manchmal gibt es auch Module mit mehreren Bildern. Die Bilder wechseln dann automatisch, das heißt, die Bilder bewegen sich von selbst. Ich weiß gar nicht, ist das verpflichtend oder habe ich was verpasst? Ich bin mir grad tatsächlich nicht sicher. Ist natürlich löblich, wenn man sich darüber bemüht zu erläutern, wie der Shop funktioniert. Habe es bisher in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber da sind wirklich, also, unfassbar viele Opportunitäten, die der DBB dort nutzen könnte, die allerdings bisher scheinbar nicht Anklang gefunden haben. Das Darf man nicht vergessen, wie international Basketball ist, auch sogar im Vergleich zu Fußball, ne? Also, ne, also eigentlich, also wir leben halt auch im KI-Zeitalter, ne? Und so, da ist das Thema Internationalisierung, mindestens ins Englische, ist so leicht wie noch nie zuvor. Da gehört noch eine Menge dazu, keine Frage, ne? Aber eigentlich sollte das Ding auch auf Englisch sein. Also mit den paar Produkten vor allem, ne? Das ist ja also auch wahrlich kein Hexenwerk. ja, dann ist da dieses T-Shirt „German Basketball is mad sexy" als Hauptbanner wird der angezeigt. Ich finde dieses T-Shirt aber nicht in der Kategorie, wo es angezeigt wird. Es ist nicht verfügbar. Dann ist da irgendwie überhalb des Listings noch 3 Produktkacheln und ich denke mir immer, dass das Listing jetzt damit aufhört, aber dabei geht das Listing erst los unterhalb dieser eigentlichen Produktkacheln. Ich verstehe das einfach nicht. Wieso macht man so was heutzutage noch? Ja, das ist doch in der heutigen Zeit alles, selbst fertige Templates kaufen wäre wahrscheinlich schöner als das, was aktuell verfügbar ist. Wie gesagt, man sieht es einfach, Chicago Bulls und Mavs Shop, Shopify-Shops in der Form, ne, genutzt. Saubere Struktur, emotional gestaltet. Wie gesagt, auch hier Optimierungsbedarf, aber das sind einfach immer noch Welten im Vergleich zu dem, was ähm, aktuell ein DBB dort bietet. Auch selbst der Mavs Shop ist in Deutsch verfügbar. Also, da gibt es mit Sicherheit noch, also, das Positive, was man daraus ziehen kann, ist ja einfach zu sagen, da gibt es wahnsinnig viele Potenziale, die man noch hebeln kann. Man muss Wann ist einfach nur mal damit anfangen. Weltmeisterschaft 2027? Ja, ich habe Bis letztens auch dahin? mit einem Kollegen gesprochen, ne? Auch schade eigentlich und ja, nicht traurig, aber schade. Da wirst du Europameister, kommst nach Frankfurt und dann sind da in Anführungszeichen grade mal 1.000 Besucher. Ja, hat man sich mit Sicherheit auch mehr erwartet, hätte man das vielleicht auch besser planen können. Ich wette, da gab's auch nicht die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt Jerseys zu kaufen und die hätten sich wahrscheinlich verkauft wie warme Semmeln zu dem Zeitpunkt dort, Auf ne, jeden ans Fall. Fanshop direkt vor Ort. Ja, ich glaube, das ist eben dieser Punkt, wo man sagen kann: „Mensch, da sind die Amerikaner uns in puncto Marketing doch noch mal 'n gutes Stück voraus."
Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber lass uns das nicht negativ abschließen, sondern einfach nochmal sagen, weil du es gerade auf das T-Shirt bezogen hast, ne? Wie mad sexy ist dieses Team. Wie mad sexy ist deutscher Basketball geworden. Zu meiner Zeit undenkbar gewesen. Also, das ist schon sehr lange her, aber da waren noch andere Regeln, andere Spielfeldgrößen. Also undenkbar gewesen, dass ein deutsches Basketballteam mal die Welt dominiert. Das ist schon krass. Von daher, also ich bin immer noch ganz hin und weg. Also Absolut. Und man kann das ja auch positiv auf den Shop beziehen. Hey, da ist noch wirklich was an Optimierungspotenzial vorhanden, was man einfach ja, nur ausschöpfen muss. Den Rückenwind hat der DBB aktuell. Die haben so krasse Jugendarbeit geleistet, so starke Nachwuchsarbeit, so gut gefördert. Und mit ja, Sicherheit ist gibt's da keine auch, Eintagsfliege, ne? Also ja, wenn mit du Sicherheit überlegst, wie nicht. alt die alle sind, die sind alle noch echt jung und frisch, nicht so wie wir, nicht so wie du. Und deswegen ist dann auch die Zukunft rosig, muss man einfach mal so sagen. Aber beim Shop kann man mal auch langsam anfangen und auch Weltmeisterlicht auftreten. Aber gut, Ja. lass uns mal einen Haken an das Thema DBB stellen oder setzen. Wir haben noch 2 weitere Themen in den Hauptthemen, beziehungsweise ein Thema, worauf wir uns und wir beziehen jetzt auf zwei Links dazu, zwei Quellen. Und zwar gibt es eine neue Studie, die tatsächlich von ChatGPT quasi auch zur Verfügung gestellt worden ist, innerhalb der letzten oder innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, wo einfach mal gezeigt wird, wie wird eigentlich ChatGPT genutzt, von wem wird ChatGPT genutzt, was sind eigentlich die Suchanfragen. Und das hat man alles ausgewertet, weil man muss ja auch einfach sagen, wir haben zu ChatGPT keinerlei Daten. Ja, also es gibt natürlich Tools, Ist richtig, ja. die probieren das in irgendeiner Art und Weise nachzubilden, ne? Otterly, Peak AI und so weiter und so fort. Aber du hast nichts Ähnliches wie die Search Console, wie Google Analytics, hast eigentlich keinerlei Daten, was da eigentlich passiert. Und nun gibt es diese Studie, die auch von ChatGPT selbst veröffentlicht worden ist, dieses Paper. Und da gibt es natürlich auch den ein oder anderen interessanten Faktor, der dort eine Rolle spielt. Aber Daniel, hol uns doch mal ab, was wurde dort eigentlich präsentiert? Was wurde in der detaillierten Studie veröffentlicht und was fandest du eigentlich als besonders interessant? Ja, absolut. Also es gibt ja so die ersten Analysen dazu. Vielleicht Hintergrund, wie du hast es gerade schon erwähnt gehabt oder angerissen. Ne? OpenAI hat einfach mal die letzten 12 Monate das gesamte Nutzungsverhalten innerhalb von ChatGPT analysiert. Nicht das muss, sondern das sind unfassbar viele Daten, die da zusammengekommen sind. Wenn man überlegt, das sind jetzt 700 Millionen Menschen, die pro Woche ChatGPT nutzen, rund um den Globus. Das ist wirklich krass. Und vor allem auch der Vergleich zu Anfang, also als das Ding Ende 2022 veröffentlicht wurde, da waren es natürlich noch keine 700 Millionen Menschen, da war es aber vornehmlich geprägt durch männlich mit einem beruflichen Kontext. Und das hat sich über die Zeit drastischst verändert. Und das finde ich ist durchaus eine Überraschung, dass mittlerweile die Mehrheit der ChatGPT-Nutzer, aktiven ChatGPT-Nutzer, genau genommen 52%, mit hoher Wahrscheinlichkeit, also das basiert auf dem Vornamen, das muss man vielleicht dazu sagen, ne, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen weiblich sind, also 52% weiblich sind mittlerweile. Und der Großteil, nämlich über 70% der Anfragen oder Aufgaben, die an ChatGPT gegeben werden, nämlich 73%, nicht mehr arbeitsbedingt sind, sondern eher private Natur sind. Und das ist krass, wie man damit einfach jetzt auch mal mit Zahlen belegen konnte, wie sehr ChatGPT in den Alltag der Menschen angekommen ist. So wirklich als Alltagshelferchen. Ein Großteil davon sind nämlich, also der Fragen, machen den häufigsten Anwendungsfall aus von knapp 30%. Das sind, ich muss da rüber gucken, also wenn ich da hochgucke, ich gucke sozusagen auf die Liste hier, die ich mir hier zurechtgelegt habe, ja, also da nicht wundern. Praktische Tipps, Alltagsfragen und Anleitungen. Mhm. Also, keine Ahnung, wie repariere ich mein Toaster, ja, Wie oder wirke ich jünger? Welche Creme hilft?
Hab's So probiert und die hilft nicht. Top-Suchanfrage bei Äh, Daniel. hilft auf gar keinen Fall. Habe ich alles Es probiert. hilft nichts, war die Antwort bei dir. Ja, also das ist mit knapp 30% so die, und ich finde, das ist schon ein Punkt. Da kommen wir nämlich gleich nochmal zu. Ne? Was bedeutet das eigentlich für Google? Das sind ja alles Sachen, das ist meine Interpretation, und da gibt es andere im Internet, die das gerade anders interpretieren, das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Aber für mich ist das ja okay, da gehe ich dann nicht zu Google, wenn ich wenn ich dort das Rezept XY bekommen habe, wenn ich die Anleitung zur Reparatur meines Toasters bekommen habe und so weiter und so fort. Der zweithäufigste Fall, der ist dann wiederum in Anführungsstrichen Google egal, und der ist auch nicht verwunderlich. Für mich eher verwunderlich, dass es der zweithäufigste und nicht der häufigste Fall ist, zum Erstellen, Korrigieren und Hinterfragen von Texten. Das ist wahrlich nichts Verwunderliches, sondern das machen wir ja alle. Also, ne, wenn ich überlege, ich hatte in Barcelona vor ein paar Monaten das Privileg, mit jemandem von LinkedIn zu sprechen, der gesagt hat, es war im Juni, dass in den letzten 6 Monaten, also seit Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, der Content, der bei LinkedIn publiziert wird, um den Faktor 100 gewachsen ist und das eben auf KI-Tools zurückzuführen ist, das verwundert nicht so. Ne? Und ja, und dann gibt es noch der in Anführungsstrichen kleinere Teil mit 21,3%, das sind Chats zur Informationssuche und Produktsuchen und so weiter und so fort. So in dem Rahmen irgendwie bewegt sich das. Auch wiederum ein Google-Thema. Läuft für mich in Anführungsstrichen so ein bisschen zusammen, weil ich finde, dass im echten Leben kann ich das nur hart voneinander trennen. Weil vielleicht wird aus einem, wie repariere ich meinen Toaster, mit, okay, ich brauche einen neuen Toaster. Oder ein neues Haus, weil ich es abgefackelt habe oder so. Vielleicht noch, hat nichts mit E-Commerce zu tun, aber einfach das 2,3% aller Chats gehen oder sind Gespräche zwischen Mensch und ChatGPT rund um Gefühle, Beziehungen und Chatbot-Beziehungen. Ich sage, wow. Da muss aber, das ist auch harter Tobak. Da will ich jetzt gar nicht reindiven, so, ne? Aber das fand ich dann bei der Menge an Nutzungen, also das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, dass da sowas passiert. Aber kommen wir lieber zum anderen Themen zurück, so, ne? Dass einfach ChatGPT ohne Überraschung angekommen ist im Alltag der Menschen weltweit. Tendenziell, je jünger die Leute sind, desto mehr ist das Tool angekommen. Das hat die Analyse auch ergeben. Es ist jetzt aber kein Tool, was ausschließlich nur von der Gen Alpha oder Gen Z benutzt wird. Das darf man da auch nicht falsch verstehen. Und eben, ja, durchaus als Alltagshelfer und nicht nur ausschließlich, zum großen Teil, aber nicht nur ausschließlich als Texterstellungstool verwendet wird. Und ich musste, als ich jetzt die Artikel gelesen habe dazu, habe ich mich selbst so ein bisschen reflektiert und sagt, ja, also das trifft auch auf mich volle Pulle zu. Also volle Möhre. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Tim? Wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, tatsächlich muss man hier sagen, die Studie spiegelt so das Verhalten wider von ChatGPT, was ich auch erwartet habe, muss ich gestehen. Also tatsächlich Korrektur bei Texten, Texte umformulieren, besser formulieren, wie auch immer. Scheinen auch andere Nutzer oder dafür scheinen auch andere Nutzer ChatGPT nur zu nutzen. Was ich auch noch interessant finde, und das spielt eigentlich in den gleichen Raum rein bezüglich der Zahl, die du gerade bei der Frage bezüglich romantischer Beziehungen oder Interaktion mit ChatGPT genannt hast. Es sind eigentlich auch nur 2,1% aller Chats, die in die Kategorie hineinfallen, wo es eine Suche nach kaufbaren Produkten gibt. Ja? Aber Stimmt. 2,1% ist schon gar nicht mal so wenig, wenn du dir überlegst, wie viele Suchanfragen da mittlerweile vonstatten gehen. Ja? Dementsprechend auch hier sei gesagt, ein Google wird morgen mit Sicherheit immer noch vorhanden sein und wird auch mit Sicherheit nicht Ohne ChatGPT Frage. abgelöst werden. Aber man merkt, Mensch, 2,1% der transaktionalen Suchanfragen weist ein ChatGPT auch bereits auf. Ne? Und da muss man da sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass einfach ChatGPT für eine Produktrecherche gut, für eine transaktionale Interaktion finde ich es echt kacke heute noch. Weil ich ja ganz häufig nicht die Produkte bekomme, ne? Und trotzdem ist man schon und nicht erst, sondern in meinen Augen schon bei über 2%. Ja, absolut. Und ich glaube, da ist natürlich auch die Frage, was
fällt dort alles rein. Ja, wenn du jetzt nach einem Vergleich fragst, ist das dann auch schon eine transaktionale Suche oder ist das eher so 'n in Richtung Ratgeber, wofür es genutzt wird, ne? Das würde mich jetzt auch dahingehend interessieren, was eigentlich die Basis dafür ist. Dazu habe ich jetzt erst mal keine Informationen, aber man weiß natürlich schon aus: „Hey, pass auf, wir spielen auch in dem Shopping-Game mit, ja, auch jetzt Ja. schon, auch wenn wir keine große Nummer sind, zumindest noch nicht. Aber auch tendenziell ein ChatGPT möchte hier mitverdienen. Logischerweise ist das eine mögliche Einnahmequelle. Und man konnte ja schon vor einiger Zeit seinen Produktdatenfeed zur Verfügung stellen, beziehungsweise seinen Shop registrieren, um quasi Google sage ich schon, ChatGPT Shopping nutzen zu können. Und entsprechend dessen, muss sich da ein Google vermutlich auch warm anziehen, beziehungsweise haben sie es ja schon getan, ja? Also, sie wissen durchaus, was das für ein Risiko ist, dass dort ein ChatGPT nun in ihrem, See fischen geht und entsprechend dessen müssen sie sich auch dahingehend vorbereiten und der AI-Mode, haben wir auch gesagt, wird mit Sicherheit zeitnah auch in Deutschland kommen, ja. Mit Sicherheit. Also, das bei der Entwicklung ist das ja, ähm 'ne Frage der Zeit ausschließlich so, ne? Aber ja, also, es unterstreicht halt auch noch mal das, was also, ich finde es ja auch, ne, jetzt können wir unsere Meinung, die wir hier seit Monaten vertreten, eben ja noch mal mit offiziellen Zahlen von OpenAI sozusagen und 'ner und deren Studie oder Analyse auch noch mal untermauern. Leute, nehmt dieses Medium ernst und, das mag auch eine durchaus veränderte oder erweiterte Notwendigkeit mit sich bringen, wie meine Marke oder wie eure Marke, ähm, wie ihr die bespielt. Also, ich nehme das Wort vielleicht mal von vorhin auf. Ich glaube, heute kann sich kein Shop, keine Marke mehr erlauben, keine Content-Strategie zu haben. Ja, auch schon vorher nicht eigentlich, ne? Aber Vorher auch schon nicht, aber jetzt erst recht so, aber ne? ja, absolut. Also, ich finde das auch gut. Matthias Michalik hat, also Geschäftsführer und Gründer einer ja, Content-SEO-Agentur, hat das auch ganz gut zusammengefasst, ne? Dass ChatGPT kein Google-Ersatz unbedingt ist, sondern 'n Doing-Tool, ja? Also, Nutzer wollen Ja. nicht nur Informationen finden, sondern direkt etwas erstellen, lernen, 'n Problem lösen und dafür eignet sich einfach ChatGPT gut. Zusätzlich kommt natürlich auch noch das ganze Thema transaktionale Suchergebnisse in ChatGPT vor, was mittlerweile auch schon 2,1% beträgt und tendenziell wachsen wird. Also, ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass mittlerweile jeder Händler verstanden hat: „Hey, wir dürfen das Thema LLM und Co. nicht außer Acht lassen. Das ist relevant, das wird weiter wachsen und, es ist nicht, ein Hype, der in einem Jahr vorbei ist, sondern ist eigentlich gekommen, um zu bleiben." Ja. Das mag sein, dass man das auf der Ebene verstanden hat. Ich muss gestehen, ich habe Zweifel, dass die Notwendigkeit für was muss ich dafür jetzt tun, dass das verstanden wurde. Ich glaube, das wissen aber viele noch nicht, einfach aufgrund dessen, weil es noch so neu ist, ja? Klar, Also, logisch, ja. man muss sich erst mal intensiver damit befassen. Es kann natürlich auch aktuell in dem Laufe der Zeit passieren, dass Sachen, die heute vielleicht aktuell sind, Ja. in einer Woche in dem Bereich schon, anders gesehen werden. Ja, deswegen muss man immer noch mal prüfen. Man muss mit Sicherheit nicht Early Adopter sein oder einer der Ersten, der das ganze Thema vorantreibt, aber man sollte es immer weiter im Auge behalten, prüfen: „Was kann ich eigentlich machen, um meine Sichtbarkeit innerhalb dieser LLMs zu optimieren? Was kann ich eigentlich machen, um dort sichtbarer zu werden?" Und man muss einfach auch schon sagen, bei vielen Leuten hapert es einfach schon an den Basics, ja? Also, du musst jetzt nicht das Rad dreimal neu erfinden, aber, Oh viele haben ja, ja noch nie sich mit dem Thema alleine SEO beschäftigt, ne? Wie werde ich überhaupt generell in Google gefunden, ne? Vieles davon zahlt ja auch auf das Thema, absolut. LLMs ein, ne, muss man ja auch sagen. Klar weicht das schon etwas ab, ne, aber macht auch erst mal die Basisarbeit, bevor ihr euch dem nächsten großen Thema widmet. Und da muss man einfach auch sagen, bei vielen scheitert es an der Ressource oder an den Prioritäten da diesbezüglich. Und ich hoffe, dass gerade mit dem Thema, nenn es wie du willst, von mir aus nenn es jetzt GEO, ja, Generative Engine Optimization oder wie auch immer, ein neues Gefühl dafür geschaffen wird, dass man das eben nicht vernachlässigt und dass es einfach auch ein gewisses Budget erhält von den gewissen Stakeholdern oder Shareholdern, um das Thema weiter voranzutreiben. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, wir treiben uns auch mal weiter voran und zwar in die News der Woche, oder?
Das war ein wundervoller Oh, Übergang herrlich, in ja. mich der Woche. Manchmal Also, ich spielen wir muss uns die sagen, Bälle hier einfach zu, ne, um in der Basketballanalogie zu bleiben. Manchmal fängst du sie auch. Ist super, Tim, ist super. Also. ja, immerhin bin ich noch jung genug, um auf dem Court zu stehen, im Gegensatz zu dir, ey. Da bricht mir alles zusammen. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe letzte Deine Woche Zeit läuft oder auch ab. ge gestern bin ich tatsächlich mal wieder beim Training gewesen und meine Wade ist immer noch zu. Also, ich werde auch nicht jünger, aber ich habe immerhin noch dich, der mir da im puncto Alter vorauseilt. Und das baut mich jedes Mal wieder aufs Neue auf. Okay, lass uns Ja, weitermachen. kommen wir zu den News der Woche. Und zwar gibt es ein Movement bei Shopify. Shopify Capital ist mit sofortiger Wirkung in Deutschland verfügbar. Tim, schlau uns doch mal auf, was ist Shopify Capital? Ja, Shopify Capital kennt man vermutlich, wenn man schon länger im Shopify-Ökosystem tätig ist und mal auch einen Blick über den Teich wirft, weil in den USA gibt es Shopify Capital schon länger. Das ist eine Art, oder was heißt eine Art, es ist ein Kreditprogramm, primär für etwas kleinere Händler, wo du dich nicht unbedingt mit der Bank auseinandersetzen möchtest oder musst. Und das gibt es jetzt tatsächlich auch in Deutschland, sodass du dir quasi einen äh, oder einen Kredit erhalten kannst. Bis zu 460.000 Euro kannst du den beantragen. Und die Rückzahlung erfolgt dann über eine Umsatzbeteiligung, respektive auch eine Factor-Fee. Heißt zum Beispiel, wenn du dir einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro gewähren lässt und da die Factor-Fee beträgt 1,2, dann musst du eben 12.000 Euro dahingehend zurückzahlen. Und das ist durchaus attraktiv, gerade auch dadurch, dass es umsatzbasiert ist zum Teil, ne? Dass du dahingehend eben keinen Fixbetrag hast, sondern je nachdem, was für einen Umsatz du gerade in der Saison generierst, davon gibst du einen prozentualen Teil an Shopify ab. Das hat tatsächlich scheinbar schon einigen Händlern oder Unternehmen in den USA geholfen, weil tatsächlich wurden mittlerweile Kredite in den USA gewährt in Höhe von 3 Milliarden, ja, 3 Milliarden Boah. US-Dollar, 2,8 Milliarden Euro. Also das ist schon eine erstaunliche Summe, womit einfach ein Shopify zahlreichen Unternehmen, zahlreichen kleinen oder auch mittelgroßen Händlern unter die Arme greift, ja. Wenn man jetzt das Ganze regulatorisch betrachtet, das ist natürlich gerade in der EU ein bisschen herausfordernd. In den USA macht das Shopify quasi direkt. Die Abwicklung innerhalb von Deutschland oder innerhalb der EU wird dann über Uland passieren. Das ist eine Tochtergesellschaft des schwedischen Finanzinvestors Equity. Den hat man vielleicht hier oder da schon gehört. Ist durchaus ein bekannter Finanzinvestor. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was vielen Händlern hilft, damit sie sich eben nicht mit Banken auseinandersetzen müssen. Es ist wohl auch sehr einfach, das ganze Thema zu beantragen. Und Shopify ist natürlich auch interessiert daran, die Händler dahingehend zu befähigen, erfolgreicher zu sein oder mehr zu investieren, weil dann wird eben mehr investiert in Inventar, in Produkte, in Marketing, in Apps vielleicht, ja, die das Ja. Shopify-Ökosystem wiederum befeuern. Also natürlich sind sie auch daran interessiert, dass du Mehr als Händler Umsatz bist. bedeutet auch mehr Umsatz für Shopify, ne? Absolut. Und man kann dementsprechend Shopify mittlerweile nicht als reine Shop-Software mehr betrachten, sondern tatsächlich einfach als, ja, Infrastrukturanbieter, ne? Jetzt bist du einfach dahingehend auch so Mhm. weit zu sagen: „Hey, wir bieten unseren Händlern Kredite bis zu einer gewissen Höhe an und 460.000 Euro ist ja mal nichts." So, Das ist wohl wahr, ja. ja. Und man muss ja natürlich immer wieder prüfen, was sind die genauen Faktoren, was sind die genauen, Vorgaben, die ich einhalten muss, ne? Aber generell muss man schon sagen, das ist, mit Sicherheit ein Programm, so möchte ich's mal bezeichnen, was zahlreichen Händlern, insbesondere den KMUs zugutekommt, ja. Wohl wahr. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Also ob es dann da auch irgendwie demnächst so ein paar Infos zu gibt, wie das Programm ja, ja angenommen wird. Also von daher ganz gespannt. Und dann lass uns mal, wenn du gestattest, lass uns mal zum nächsten Thema springen, denn die Stadt Berlin hat entschieden, den Bürgermeister abzusetzen und durch eine künstliche Intelligenz zu ersetzen, weil die ist sehr viel effizienter und korruptionssicher und so weiter und so fort.
Tim, ich habe gerade dein Gesicht gesehen, so. Ich habe kurz gewundert, Scheiße, was kommt denn jetzt? Gesprungen, oder? Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Sondern, wer kennt es nicht, dass der Technologie-Innovator der Welt, Albanien, hat angekündigt, das haben bestimmt schon einige irgendwie so über die Medien auch mitbekommen, die haben es einfach, haben es angekündigt, im Grunde zum Teil gibt es das auch schon, dass sie praktisch einen Ministerposten schaffen, der eine KI ist. Und das ist durchaus eine neue Qualität. Oder, Tim? Ja, das ist durchaus eine neue Qualität. Davon hat man noch nichts gehört, dass eine KI dafür eingesetzt wird, nun Korruption in der Form zu bekämpfen, wie es ein Albanien angekündigt hat. Und zwar sollen eben staatliche Aufträge über diese KI verteilt werden. Ja, also scheinbar, ich bin jetzt kein Experte für albanische Innenpolitik, aber scheinbar, und so hört man immer mal wieder raus, ist Korruption in, ja, gerade südosteuropäischen Ländern ein Thema gewesen, insbesondere Ist da auch Albanien. die CDU an der Macht? Achso, nee, das ist ein anderes Thema. Gehen wir direkt Das weiter. hast du jetzt aber gesagt. Ja. Nein, aber ich kenne das ja selbst auch. Bin ja quasi halb Kroate, und da war das in der Vergangenheit auch mal Thema. Hat man mittlerweile schon deutlich besser in den Griff bekommen. Das sieht mittlerweile ganz anders aus. Und auch Albanien ist ja quasi ein Kandidat für die EU. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil mein Sohn ist hier einfach die Tür reingepurzelt. Und lass mich, also so wie ich es gehört habe, der grinst doch gerade, oder? Der hat wahrscheinlich gerade genau das Gleiche gedacht, als wir über den albanischen KI-Minister gesprochen haben. Und ich würde jetzt einmal ganz kurz meinen Sohn wegbringen. Oh, das ist, mal gucken, wer diesen Kampf gewinnen wird. So, ich habe ihn zumindest vorzeitig vorübergehend gewonnen. Mal gucken, wie lange das anhält. Nein, aber zurück zum eigentlichen Thema. Er fand das Thema wahrscheinlich so spannend, dass er reingekommen ist. Genau, also Albanien möchte jetzt mit Hilfe dieser KI Korruption bekämpfen, ja, indem man einfach staatliche Aufträge darüber prüfen lässt und darüber vergibt und nicht, dass dafür eine Person verantwortlich ist. einfach Ist Vetternwirtschaft Ist vorbeugen. Ja? natürlich Wahnsinn, dass es dazu eine KI braucht, um das Ganze jetzt mal langsam voranzubringen. Ne? Also scheinbar ist das echt ein großes Thema dort. Und man möchte natürlich auch der EU beitreten, respektive näher kommen, weil bis 2030 ist das Ziel, und dafür möchte man jetzt diesen Schritt gehen. Was natürlich ein bisschen kritisch gesehen wird, ist, wie funktioniert eigentlich diese KI? Ja, was steht dahinter? Wer überwacht diese KI? Kann man die KI nicht trotzdem manipulieren? Wird nicht trotzdem Korruption angewendet, und letztendlich wird dann einfach der KI die Schuld zugeschoben, dass die das falsch kalkuliert hat, warum auch immer, ja. Also deswegen ist das noch alles ein bisschen, ja, was heißt fragwürdig, aber undurchsichtig. Ja. Die KI wird auch genannt Djella, was so viel wie Sonne bedeutet im Deutschen. Und ich finde natürlich schon mal gut, dass man, also, wie heißt es so schön, der Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, und dass man zumindest schon mal eingesehen hat, dass man scheinbar ein massives ähm, Problem mit dem Thema Korruption hat. Aber ja, mal gucken, ob es tatsächlich den Erfolg verspricht. Wie gesagt, es wird durchaus kritisch betrachtet aktuell noch, weil eben auch nicht wirklich eine Transparenz herrscht oder gegeben ist, wo man sagen kann, hey, damit wissen wir eigentlich, womit wir es zu tun haben. Wir wissen, was die Hintergründe sind. Wir wissen, wie es funktioniert. Das alles ist eigentlich noch offen, und die KI ist nicht neu unbedingt. Ne? Die wurde auch schon auf den unterschiedlichsten albanischen Plattformen integriert, um Dokumente zu beschaffen, ja, staatliche Dokumente, was auch immer. Und jetzt eben soll sie bei der Vergabe von Staatsaufträgen unterstützen. Ist halt, ne, das ist ein spannender Case, weil, also dass das jetzt in Albanien stattfindet, vielleicht erstmal also jetzt gerade erstmal noch nicht, aber stell dir vor, das funktioniert. Und irgendwie, ich glaube, wenn man das, ich glaube, keiner zweifelt ja daran, dass das theoretischerweise gut funktionieren kann, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Aber was heißt das? Wir haben ja, ich will jetzt gar nicht Korruption vorwerfen, ne? Aber Korruption ist ja, glaube ich, der krasseste Fall. Aber so Themen wie Wissenslücken
wie man hat einfach den Tisch zu voll, um sich gewisse, also beim Thema Ausschreibung zum Beispiel, um alles und jedes Detail zu kümmern, also auf Entscheidungsträgerebene und so weiter und so fort. Also stell dir vor, das funktioniert. Wann werden wir, das ist eine offene Frage, wann werden wir das erste System dieser Art sehen, zum Beispiel auch in Deutschland, auf B2B-Business-Ebene, ne? Wo Mhm. das Thema Ausschreibung ja durchaus gang und gäbe ist, ne? Und einfach, ich meine, wir kennen das, Tim, aus unserem beruflichen Alltag, auch also E-Commerce-Agenturausschreibungen, ne? Wo wir uns sehr häufig selbst an den Kopf fassen, im Sinne von, boah Leute, das sind die falschen Fragen, die ihr hier stellt. Und so weiter und so fort, ne? Und also das Vergleichbarkeit von Angeboten und so weiter. Also was damit alles einhergeht, ne, das kann jetzt auf ganz unterschiedlichen Themen sein. Also sei es jetzt in der Beschaffung von irgendwo, sei es im Screening oder in der Auswahl von Dienstleistern oder. Ähm, Das kann ja, also je größer ein potenzielles Projekt oder Vorhaben, Projekt ist das falsche Wort, Vorhaben ist, das ist dann allgemeiner gehalten, ne, desto komplexer wird das ganze Thema natürlich. Und ich finde, das ist ein spannender Testcase. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie und ob das funktioniert dort und eher nicht ob, sondern eher wann so eine Art von Technologie Einzug halten wird, auch in andere Bereiche, zum Beispiel eher bei uns, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Und ich sehe, der kleine Mann hat noch Bock zu diskutieren. Vielleicht sollten wir ihn als dritten Host engagieren. Und das Tolle ist, Tim hat sein Mikro jetzt ja gerade nicht da. Jetzt kann ich ihm sozusagen alles in den Mund reinlegen, weil jetzt kann er sich gerade nicht wehren. Aber so fies bin ich dann auch nicht. Also von daher ist das schon fein. Ähm, Also von daher würde ich auch sagen, wir schließen das Thema mal ab und gehen mal zum nächsten kleinen Thema, was relativ neu ist, und ja, wo man mal gucken muss, wie gut das funktioniert. Denn Shopify hat eine neue App. Ich muss jetzt hier gerade mal wegklicken. Ja, genau, da ist Shopify hat eine neue eigene App im Shopify App Store veröffentlicht, nämlich den Shopify Launch Check. Tim, du hast auch schon mal die Möglichkeit gehabt, so mal wenigstens grob rüber zu gucken, ne? Aber was ist denn die Idee dahinter oder was ist diese App? Genau, das ist eine App, die sich relativ zügig integrieren lässt, so wie jede andere App eigentlich auch in Shopify. Einmal installiert und dann auf Start gedrückt, dass man einmal den gesamten Shop durchcheckt, ob man irgendwas vergessen hat, ob irgendwas falsch ist, ob irgendwas noch zusätzlich geprüft werden muss. All das spuckt diese App in einer Liste aus. Ja, also du drückst quasi einmal Start, dann wird der Shop sozusagen gescannt und unterschiedliche Bereiche werden analysiert, sei es jetzt Bestellungen, sei es Produkte, sei es gewisse Apps oder Checkouts, Kunden, was auch immer. Das wird alles geprüft und dann bekommst du letztendlich Feedback in unterschiedlichen Formen, ob etwas bereit ist, ob etwas nicht bereit ist, ob etwas nochmal manuell nachgeprüft werden soll. Ja, zum Beispiel bei Kunden, hey, oder bei Produktdaten, hey, pass auf, da sind nicht alle Felder sauber ausgefüllt, wie auch immer, ne? Also, es ist zumindest erstmal ein initial guter Hinweis, aber, ja, es ist jetzt auch nichts, finde ich persönlich zumindest im aktuellen Zeitpunkt, noch nichts Weltbewegendes. Aber es gibt ja zumindest schon mal erste Hinweise, gerade für Händler, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, zu prüfen. Oder es zeigt dir auf, worauf du vielleicht noch achten solltest, worauf du noch mal prüfen was du noch mal prüfen solltest. Ist ein Favicon hinterlegt? Äh, äh, ähm Gibt es Themen, die du eventuell noch mal manuell nachprüfen solltest, weil gewisse Themen nicht, ausgefüllt sind oder gewisse Felder nicht ausgefüllt sind? Es ist zumindest 'n guter Hinweis, ja, und zeigt dir auch noch mal auf, was du manuell nachprüfen solltest. Aber es ist aus meiner Sicht jetzt auch noch nichts, ja, Weltbewegendes oder so. Das kann durchaus sein. Vielleicht, um mal ein praktisches Beispiel zu bringen, ne, das Ding checkt, ob irgendwie noch ein Testartikel veröffentlicht ist. Und ist ja so ein absoluter Klassiker, ne? So kurz vor Launch werden dann nochmal 25 Bestellungen durchgeprügelt. Und da mit irgendwelchen Testartikeln und so weiter und so fort und ist das Test-Gateway raus bei den Payments und so weiter und so fort. Also viele Offensichtlichkeiten, wo man sagt, ja, das machen wir doch sowieso. Aber ich glaube, es ist gar nicht, also die Idee dahinter ist gar nicht verkehrt, aus zwei Gründen. Zum einen, es ist generell einfach nochmal gut, so ein Check-up zu haben. Und jetzt kann ich mich, dadurch, dass ich aktuell da nicht drin und auch da nicht wiederkommen werde, ähm, das auch nochmal laut aussprechen, auch eine gewisse Form der Kritik, auch an der Agenturszene. Dadurch, dass Shopify so krass gewachsen ist und am Wachsen ist,
und immer mehr Agenturen aus dem Boden sprießen, entweder auf den Zug aufspringen oder aus dem Boden sprießen, die sind nicht alle von Qualität geprägt. Da hat nicht jede Agentur eine tolle Go-Live-Checkliste, die da abgearbeitet werden muss und sollte und so weiter und so fort. Und alleine dafür ist so eine App, glaube ich, gar nicht verkehrt, um das einfach mal auf den Weg zu bringen. Auch wenn Absolut. die mit Also, Sicherheit noch verbessert werden kann und sollte, sie schadet aber nicht, sagen wir so. Sie schadet nicht, sie gibt noch mal Hinweise darauf, aber es ist jetzt keine App, die alles prüft und die Fehler korrigiert, die noch vorhanden sind. Aber es bietet dir Hinweise zu sagen: „Hey, ja, guck da noch mal genauer hin. Das hast du vielleicht doch noch mal vergessen“, obwohl du das normalerweise auf dem Schirm hast. ja, absolut. Und dann kommen wir in Anführungsstrichen zurück zur großen Politik, würde ich sagen. Ja. Denn die USA und China sprechen miteinander und vor allem in einem Punkt, der durchaus auch für den deutschen E-Commercer relevant sein könnte, oder Tim? Ich finde das Thema immer noch interessant, wobei man einfach sagen muss, ich habe das tatsächlich die letzten Wochen und Monate aus den Augen verloren, weil so viele andere Themen sowohl aus E-Commerce als auch politischer Natur aufgetreten sind, dass man das gar nicht mehr im Blick hatte, weil kaum noch darüber berichtet worden ist. Aber man hat sich scheinbar geeinigt in puncto TikTok. Ja, also es gibt scheinbar tatsächlich eine Einigung, die erzielt worden ist zwischen den einzelnen Unterhändlern der chinesischen Regierung als auch der USA. Die kommerziellen Rahmenbedingungen sollen soweit stehen. TikTok stand ja unter Druck, auch wenn ein Trump regelmäßig die Zeitachse nach hinten verschoben hat, bis wann diese Einigung erzielt werden muss. Und jetzt hat man wohl die kommerziellen Bedingungen soweit geklärt, auch wenn die konkreten Details zunächst einmal geheim bleiben. Es gab Gespräche in Madrid, und jetzt am kommenden Freitag gibt es wohl ein Treffen zwischen Xi und Donald Trump in Südkorea, wo das noch mal besprochen wird. Und dann wird man sehen, an wen geht denn TikTok, wie wird's verkauft, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen. Ich hoffe, dass man dazu dann zeitnah mehr erfährt. Und vermutlich wird das ganze Thema dann in Richtung eines US-Investors gehen. Aber schön, dass Muss man ja. zumindest scheinbar eine Einigung erzielt hat oder was auch immer dann tatsächlich die Details dahinter sind. Ja, oder oder das ist Mark Zuckerbergs Aussage, die er beim Dinner im Weißen Haus gesagt hat, dass wir 600 Milliarden Dollar investieren, dass sie da reinfließen. Das wäre ein Killer. Also das Wär krass. wären krasse Push-Notifications dann am Freitag. Auch wenn der Mark Zuckerberg ja einfach nicht mehr wusste, welche Zahl er nennen sollte bei den Investitionen. Ja. Aber hey, 600. das wäre ein Brecher. Das kann ich mir Ja, fast nicht ich kann's vorstellen. mir nicht Aber unter vorstellen. Trump ist es möglich. Es ist möglich. Ich meine, er saß auch direkt neben ihm, ne? Kann man ja auch was reininterpretieren. Wohl wahr. Aber Wohl ganz wahr. lustig übrigens, kleiner Fun-Fact. Für diese Folge hier, ich benutze den Comet-Browser, da hatten wir ja letztens schon mal hier drüber gesprochen, ne? Und lasse mir immer so kleine Zusammenfassungen erstellen von den Themen, die wir hier praktisch behandeln. Und bei dem Thema, und hier möchte ich einer der Bullet Points bei dem Thema ist, und da muss man auch sehen, KI ist noch nicht perfekt, auch wenn vielleicht, also in einer idealisierten Form ist das vielleicht perfekt, aber leider entspricht das noch nicht der Realität. Aber der Bullet Point beginnt mit: Der ehemalige Präsident Donald Trump bestätigte nach Handelsgesprächen, bla bla bla. Und ich so, was ist denn nun los hier? Ne? Ja, Das perfekt wisst ist ihr es noch. schon. Ja. Ja, dann kommen wir mal Okay. heute zu unserem letzten Thema. Und zwar, das ist so ein bisschen, soweit ich das verstanden habe, wir haben nur kurz vorher drüber gesprochen, aber das stellt auf jeden Fall die ein oder andere, ich sag jetzt mal, Annahme vielleicht so ein bisschen auf den Prüfstand also auf viele Jahre zurückblickend in Sachen Traffic, weil es gab, wie sagt man dazu, eine Erkenntnis, oder nicht eine Erkenntnis, sondern weißt du was, Tim? Erklär uns mal ein krasses Thema. Ja, okay. Ja, und zwar Folgendes ist passiert. Das ist jetzt ein bisschen SEO-nerdig vielleicht, aber Google hat den Parameter NUM100 deaktiviert sozusagen, ja, also deprecated sagt man im Englischen dazu. Und mit dem konnte man bisher immer 100 Suchergebnisse pro Seite laden, also Anfragen direkt, ja, und hat dann quasi alles zurückgespielt bekommen von den ersten 100 Suchtreffern und welche Positionen die innerhalb der Suchergebnisse beinhalten. Was jedes Und SEO-Tool macht. Genau, und jetzt ist das eben nicht mehr möglich. Ja? Jetzt erhält man nur die ersten 10 Positionen, ja, zurück und nicht mehr die ersten 100,
was das ganze Geschäft oder was ist das ganze Geschäft, aber was natürlich initial erstmal die ganzen SEO und Ranking-Tools auf den Prüfstand stellt, die prüfen, hey, auf welcher Position ranke ich mit welchem Keyword, weil sie jetzt erstmal nicht mehr in einer Abfrage das Ganze exekutieren können, sondern mehrere Abfragen durchführen müssen, um letztendlich auf diese 100 Suchergebnisse zu kommen. Nun gibt es natürlich auch hier Lösungen erstmal, ja, dass man mehrere Suchanfragen stellt, aber auch das kostet letztendlich mehr Ressourcen, entsprechend auch mehr Geld und könnte natürlich auch dahingehend dazu führen, dass man die Preise erhöht für diese unterschiedlichen Tools. Aber was auch viel interessanter ist, dass Händler und Shop-Webseitenbetreiber, wie auch immer, gemerkt haben, dass die Impressionen stark heruntergegangen sind, allerdings der Traffic, also die Besucherzahlen, sind konstant geblieben. Und der Hintergrund könnte einfach dann sein, dass eben vermutet wird, dass viele der Impressionen, die generiert worden sind, mit diesen ganzen Tracking- und Ranking-Tools zu tun haben, ja, und die gar nicht von echten Menschen stammen, was natürlich die ganzen Daten und Zahlen in puncto Impressionen stark verfälscht haben. Ja, das ist einfach nochmal interessant zu sehen, dass scheinbar Bots wahnsinnige oder einen großen Anteil für die Verantwortlichkeit tragen, dass eben falsche Zahlen dort waren bei den Impressionen über die letzten Jahre hinweg. Ja. Und das finde ich durchaus interessant mal erwähnt zu haben. Ne? Also klar, die ganzen Ranking-Tools haben schon Alternativen oder alternative Lösungswege aufgezeigt, aber mal interessant zu sehen, wie stark man zum einen abhängig ist von Google, wenn sie das auf einmal einfach so abschalten, Ja. zum einen. Und zum anderen, ähm, was für teilweise eventuell sogar falsche Annahmen man getroffen hat in puncto Wie Zahlen, viel weil Traffic eigentlich auf einem Keyword liegt und so weiter und so fort, ne? Genau, weil Impressionen falsch gezählt worden waren. Alles Ja, auf LinkedIn gibt es, wer sich damit genauer beschäftigen möchte, zahlreiche Posts dazu. Auch Brody Clark, seines Zeichens sehr bekannter internationaler SEO, hat dazu einen ausführlichen Beitrag verfasst. Aber ja, dementsprechend hinterfragt jede Zahl, jede Statistik, die ihr seht und glaubt keiner Statistik, die ihr nicht selbst gefälscht habt, wie es so schön heißt. also der Killerspruch, ne? Tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Guckt euch vielleicht selbst eure GSC-Daten, eure Google Search Console-Daten an. Guckt mal selbst eure Rankings an, was da passiert ist, ob ihr da Unterschiede merkt und geht dem Ganzen auf den Grund. Ah, das Und ist Daniel, wirklich das ist eine Nummer. das ist Und jetzt würde tatsächlich ich eine sagen, Nummer. das ist wirklich eine Nummer und jetzt übergebe ich nochmal das Wort an dich, nämlich hierfür. Genau. Zum Abschluss möchte ich nochmal euch bitten, uns positiv zu bewerten. Gebt uns gerne die maximale Anzahl an Sternen, die ihr zur Verfügung habt auf eurem Podcatcher. Es würde uns wirklich viel bedeuten, uns wirklich weiter voranbringen und ist natürlich auch immer ein Motivationsschub, wenn man sieht, da ist wieder eine positive Rezension reingeflattert. Falls ihr Kritik oder Feedback habt, gerne schreibt uns an unsere E-Mails oder per LinkedIn Inbox-Message. Oder wenn ihr Themenwünsche habt, natürlich auch sehr gerne, dass wir die behandeln sollen. Oder wenn ihr sagt, hey, wir haben einen ganz spannenden Gast. Wir sind auch drauf und dran, aktuell weitere spannende Gäste zu interviewen. Aber wenn ihr noch jemanden habt und jemanden kennt, jederzeit gerne. Und darüber hinaus bleibt mir nichts anderes übrig, lieber Daniel, außer dir zu danken für diese wundervolle, tolle, nette Podcast-Folge und wünsche euch allen einen wunderschönen Dienstagnachmittag, Abend oder welcher Tag auch immer ist, wenn ihr diesen Podcast hören solltet. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank an dich, Tim. Vielen Dank an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.